Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Jahresrückblick 2022, 15 Fragen für deine Reflexion. Das ist der Titel. Ich habe mir jetzt die letzten 3 Stunden Zeit genommen, um mir Antworten auf diese Fragen zu finden. Um da wirklich in mich zu gehen und zu gucken, okay, was habe ich in dem letzten Jahr wirklich für mich mitnehmen können. Und das ist mir echt nicht leicht gefallen. Das ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Und ich habe mir im Vorhinein immer schon gedacht, okay, jetzt nehme ich das Video auf, jetzt gehe ich in die Reflexion. Und irgendwie ist mir das echt nicht besonders leicht gefallen. Und das hat mich so ein bisschen verunsichert. Das hat mir irgendwie, und das ist jetzt gerade was mir irgendwie sehr spontan kommt, dieser Impuls, das mit dir zu teilen. Deswegen verzeih mir da bitte, wenn das so ein bisschen durcheinander wirken könnte. Doch das ist etwas, was ich dir gerne teilen möchte, weil genau das meiner Ansicht nach wert ist, geteilt zu werden. Dass es nicht immer irgendwie so ein fertiges Skript gibt, was du dann irgendwie vorliest oder durchgehst und das ist dann dein Video oder deine Podcast-Folge, sondern das ist was ich in diesem Jahr auch gelernt habe. Deswegen wird die Reflexion hier gerade irgendwie so ein bisschen spontaner, dass ich einfach das mit dir teilen möchte, was ich gerade fühle. Und genau das fühle ich gerade. Weil das habe ich jetzt auch in dem Jahr gemerkt, immer vor so Videos oder vor besonderen Themen, die mir irgendwie besonders am Herzen liegen. Da fällt mir das ungewöhnlich schwer, mich hinzusetzen, genau hier auf diesen Stuhl, das Mikro einzustecken, auf Play zu drücken und Podcast und Video aufzunehmen. Und genau deswegen ist mir das jetzt auch so schwer gefallen, glaube ich, dieses Video hier aufzunehmen oder diese Folge. Weil in dieser Folge, in diesen Fragen, die ich mir auch selbst gestellt habe, sind so krasse und so intensive Themen drin, wo ich selber nach Antworten erstmal suchen musste. Oder ich habe 3 Stunden gebraucht für 15 Fragen. So, ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und einige Fragen sind für mich immer noch nicht ganz beantwortet. Und das möchte ich jetzt gerade einfach mit dir teilen, dass das bei mir nicht so ist, dass ich hier irgendwie mir die Fragen aufschreibe und dann ist das so, ja okay, das ist meine Antwort und das schreibe ich mir auf und dann kommt mir ganz intuitiv auf einmal seitenweise Antworten. Nein, überhaupt nicht. Bei jeder Frage, die ich durchgehe, ist das immer so, dass ich einmal kurz die Augen schließe, mir dann überlege, okay, kommt gerade was? Und manchmal kommt halt auch einfach nichts. Manchmal kommt direkt was und manchmal muss ich da noch ein bisschen tiefer graben. Aber das ist genau das, was es eben ausmacht. Und das ist auch genau das, was ich dir hier im Podcast eben teilen möchte. Dass das nicht immer alles nach diesem vorgefertigten Skript läuft, sondern dass total oft auch einfach das gar nicht so läuft. Und deswegen eben auch diese Frage mit dem Ungeplanten. Und ich greife hier gerade schon viel zu viel vorweg, doch das sind gerade einfach Gedanken, die ich offen und transparent mit dir teilen möchte, weil es mir eben so wichtig ist, dir das mitzuteilen. Einmal wach werden. Wir starten in unsere Reflexion rein. 2022 Recap. Was ist mir besonders gut gelungen und worauf bin ich stolz? Da ist mir direkt so das Thema Herausforderungen in den Sinn gekommen, beziehungsweise der Umgang mit Herausforderungen, die ungeplant in dein Leben treten. Denn genau von diesen Herausforderungen gab es bei mir in diesem Jahr einige. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine, weil das Jahr 2022, das habe ich von vielen gehört, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, ein Jahr der
Innenkehr war. Ein Jahr, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger zugegangen ist und du mal geguckt hast, okay, was beschäftigt mich denn eigentlich? So ein Jahr des Reflektierens eigentlich. Dass sich dieses Jahr um das Thema Reflexion, Hinterfragen und eher so innere Themen gedreht hat. Der Umgang mit Herausforderungen, die ungeplant in dein Leben treten. Ich habe dir dazu ja ganz ausführlich eine Podcast-Folge und ein Video aufgenommen, was es damit auf sich hat. Und das verlinke ich dir auch gerne nochmal hier in der Infobox oder unten in den Shownotes, was es mit der Diagnose auf sich hat und mit der ganzen Ärztereise und Besprechung und hin und her. So intensiv möchte ich da jetzt gerade gar nicht mehr drauf eingehen, denn das kannst du dir in der Podcast-Folge nochmal im Detail anhören. Doch ich möchte jetzt gerne darauf eingehen, was ich daraus mitgenommen habe. Denn auf den Umgang oder auf meinen Umgang mit diesen Herausforderungen bin ich wirklich stolz. Und das kann ich guten Gewissens und voller Überzeugung so sagen. Denn an diesen Herausforderungen bin ich wirklich sehr gewachsen. Und da starten wir auch direkt mit dem intensivsten Thema rein. Perfekt, Junge. Richtig gut. Da starten wir einfach direkt mit dem intensivsten Thema rein, was mich dieses Jahr komplett rausgehauen hat und was mich dieses Jahr über in vielerlei Hinsicht stärker gemacht hat und was mir viele Ängste, Sorgen und Zweifel offenbart hat, wo ich vorher noch gar nicht wusste, dass die überhaupt da sind. Und um einfach mal einen entspannten Einstieg zu finden, um ganz entspannt reinzustarten, hau ich dir hier direkt den Klopper raus. Also, weiß ich auch nicht. Ganz, ganz komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich nehme dir das jetzt auch direkt einfach raw so auf. Also ich nehme jetzt hier nicht nochmal neu irgendwas auf und gucke, dass ich in der Struktur irgendwie was anpasse, sondern das ist mein Jahresrückblick. Das ist einfach ganz ungefiltert gerade hier der Jahresrückblick, was ich dir mitgebe. Und wenn ich mir das jetzt gerade so spontan überlege, spiegelt das auch einfach perfekt das Jahr 2022 wider. Das spiegelt das Jahr perfekt wider. Dass einfach super viele Dinge ungeplant passieren und alles durcheinandergewürfelt wird und Dinge zum Vorschein kommen, die ich vorher gar nicht so geplant habe. Und deswegen passt das gerade einfach perfekt. Yes, also das ist wirklich crazy. Das liebe ich auch am Podcast. Das liebe ich am Podcast und hier in diesen Videos immer, dass während der Aufnahme so viele Dinge einfach spontan entstehen, die ich vorher nicht geplant habe, mit denen ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe. Die kommen dann auf einmal und so genau sowas wie jetzt gerade auch. Dass ich einfach irgendwas durcheinander würfel und das dann perfekt eigentlich das Jahr widerspiegelt. Also wir könnten jetzt hier die Reflexion eigentlich beenden, weil alles gesagt ist. Fast alles. Kleiner Spaß. Wir gehen rein. Umgang mit Herausforderungen. Und was meine ich damit? Persönlich hat mich das auf psychischer Ebene extrem wachsen lassen, dass ich mit mentalen Herausforderungen konfrontiert wurde, die ich vorher gar nicht irgendwie in Erwägung gezogen habe. Dass ich körperlich extrem daran gewachsen bin, weil ich sag dir das ganz ehrlich und ich habe dir das auch in der Folge, als ich auf diese Diagnose nochmal näher eingegangen bin, gesagt, wenn mir das, was dieses Jahr passiert ist, vor 2 oder 3 Jahren passiert wäre, dann wäre ich auf jeden Fall ganz anders damit umgegangen. Ich glaube, dann hätte mich das wirklich krass aus der Bahn gekegelt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Das meine ich wirklich sehr ernst. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass das dieses Jahr so passiert ist, wie es passiert ist. Und dass ich damit so umgehen konnte, wie ich damit umgehen kann. Ich bin sehr gespannt, was ich da im nächsten Jahr noch draus mitnehmen darf. Sehr, sehr stolz darauf, wie ich jeden Tag meinen Traum leben darf. Dass ich die Straff Insight Uni, mein persönliches 1:1 Coaching, wo wir Hand in Hand über mehrere Monate zusammen durchgehen und wo ich dich auf deiner Reise begleiten darf. Dass ich die Straff Insight Uni und die Themen darin wirklich immer weiterentwickeln darf und damit so viele wundervolle Menschen von euch wirklich im Herzen erreichen kann. Und so viele Augen damit zum Leuchten bringen darf. Das ist
ein absolutes Herzensprojekt von mir und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das so weiterentwickeln durfte, gerade dieses Jahr. Und dass ich gerade auch diese ganzen Learnings und Erfahrungen, die ich machen durfte, dass ich die direkt damit einfließen lassen konnte und euch dadurch nochmal auf einer anderen Ebene unterstützen kann. Das ist wirklich sehr kraftvoll und sehr wertvoll für mich. Deswegen bin ich sehr stolz darauf. Ich bin stolz auf meinen Selbstwert. Ich bin stolz auf meinen Selbstwert und dass ich genau dafür auch einstehen kann. Das habe ich auch in diesem Jahr gelernt, dass es sinnvoll ist, sich seines eigenen Wertes bewusst zu sein und auch dafür einstehen zu können. Sobald du deinen eigenen Wert wirklich kennst, sobald du weißt, was du dir selbst wert bist, ziehst du automatisch Menschen in dein Leben, die dir das immer wieder bestätigen. Hast du einen geringen Selbstwert? Bestätigen dir das die Menschen. Hast du einen hohen Selbstwert von dir? Bestätigen dir das die Menschen auch. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir mit dieser Frage reingestartet sind. Denn das erzeugt direkt so eine schöne Energie. Und ich fühle mich gerade richtig gut. Ich fühle mich gerade richtig gut, dass ich mich jetzt hier hingesetzt habe und dir diese Folge aufnehme. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass genau diese Folge mit Abstand die ungefiltertste Folge ist, die ich dir in diesem ganzen Jahr hochgeladen habe. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass mir genau diese Folge so viel abverlangt. Das ist wirklich krass. Und das zeigt mir gerade einfach nur, wie wichtig mir diese Themen sind. Wie wichtig mir persönlich diese Themen sind und wie wichtig mir das auch ist, dir das vernünftig zu vermitteln. Nächste Frage. Was würde ich anders machen? Und falls ich irgendwas anders machen würde, wie würde ich es anders machen? Habe ich mir zu aufgeschrieben, dass ich nicht wirklich viel anders machen würde. Und warum? Weil das ist eins meiner wichtigsten Learnings auch dieses Jahr, da gehe ich später noch detaillierter drauf ein, dass ich der Meinung bin oder dass ich auch gelernt habe in diesem Jahr, dass alles irgendwo einen Grund hat. Und dass nichts einfach nur mal so eben zwischendurch passiert, weil das vielleicht gerade irgendwie ganz passend wäre, sondern obwohl eigentlich doch genau deswegen, weil es scheinbar zufällig passiert, weil es gerade passend ist. Ich bezeichne das mal ganz gerne als Zufälle des Universums. Das fällt dir zu, weil es schon lange hätte zufallen sollen. Es gibt Sachen, die gut gelaufen sind, es gibt Sachen, die weniger gut gelaufen sind, doch ich würde nichts daran ändern, wie irgendwas gelaufen ist, weil ich genau diese Erfahrung zu der Zeit machen musste, um dir jetzt hier diese Podcast-Folge aufzunehmen und diese Impulse so mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mitzugeben. Deswegen würde ich nichts ändern. Doch, eine Sache würde ich ändern. Eine Sache würde ich anders machen. Und zwar würde ich mir selbst mehr Zeit für meine Heilung geben. Dass ich eben nicht denke, okay, das ist jetzt zwar gerade so, doch ich muss, ganz besondere Betonung drauf, ich muss ja trotzdem das und das jetzt machen, weil ich mir das so vorgenommen habe. Das heißt, für meine Heilung nehme ich mir jetzt vielleicht mal heute eine halbe Stunde Zeit und dann brauche ich die Zeit aber, um das dafür und dafür und dafür zu investieren. Und das würde ich anders machen. Und das nehme ich mir auch ganz bewusst vor für die nächsten Monate, dass ich ganz bewusst auch Tage dabei habe, wo ich wirklich nur mich auf meine Heilung fokussiere. Wo war ich zu streng mit mir und wo war ich zu streng mit anderen? Das baut eigentlich perfekt auf dem auf, was ich gerade erzählt habe, dass ich immer gerne lösungsorientiert denke. Wenn irgendwie eine Herausforderung da ist oder eine Frage da ist, die nach einer Antwort sucht, dann neige ich immer dazu, dass ich direkt mich auf die Lösung stürze. Gut, wenn du lösungsorientiert denkst, doch manchmal benötigt die Herausforderung noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, damit die Lösung, die du darauf findest, auch zu dieser Herausforderung passt. Weil wenn du jetzt ein Problem hast oder eine Herausforderung und du gehst direkt weiter zur Lösung, dann hast du dieses Problem gar nicht genug beachtet und hinterher passt die Lösung gar nicht dazu. Beziehungsweise du glaubst, du hast eine Lösung für dein Problem,
Doch in Wirklichkeit ist das einfach nur eine Übergangslösung und dein Problem taucht immer wieder auf. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage, denn die offenbart nochmal einiges. Und zwar, was ist in diesem Jahr anders gelaufen als geplant und was habe ich daraus gelernt? Und da bin ich sehr gespannt, was du auch für Antworten auf Lager hast. Denn ich glaube, in diesem Jahr stelle ich mal ganz mutig die Vermutung an, dass bei uns allen irgendwie ein bisschen was anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben. Ein bisschen was anders gelaufen ist, als wir das vielleicht auch geplant haben. In unserer vorherigen Reflexion oder Voraussicht für das Jahr. Und teile das auch gerne mit mir. Alles, was wir hier gerade durchgehen, die Antworten auf die Fragen, das ist das, was ich dir gerne mitgeben möchte. Vielleicht kannst du daraus was für deine Reflexion mitnehmen, vielleicht hast du noch einen Impuls, den du bei dir ergänzen kannst. Und auch hier die Aufforderung an dich oder die Einladung, dass du gern auch deine Gedanken, deine Gefühle und deine Antworten auf einige Fragen gerne in den Kommentaren oder per Nachricht, per Mail mit mir oder mit uns allen hier gerne teilst. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir gehen rein, was anders gelaufen ist als geplant. Eigentlich alles. Ich bin da im Intro auch schon drauf eingegangen. Eigentlich ist alles anders gelaufen, als ich das geplant habe. Und das hat mir wieder gezeigt, du kannst nichts planen. Gibt so ein schönes Zitat, Leben ist das, was geschieht, während du Pläne machst. Und das hat sich sowas von bewahrheitet. Das ist einfach genau das Zitat, was mein Jahr 2022 perfekt beschreibt. Dass du es nicht planen kannst. Visionen, Träume und Pläne in Anführungszeichen, die ich für genau dieses Jahr hatte, die wurden einfach komplett überworfen, weil mein Körper ganz andere Pläne hatte und meine Seele scheinbar auch. Dass ich immer irgendwie, wenn ich versucht habe, an genau diesen Visionen und diesen Träumen zu arbeiten, die ich mir für dieses Jahr so vorgenommen habe, dass mir dann mein Körper gesagt hat, nee, Kollege, jetzt nicht. Weil dann eben wieder der Schmerz zurückgekommen ist. Weil mir mein Körper dadurch scheinbar sagen wollte, Niklas, jetzt ist mehr an der Zeit, mal nach innen zu gehen. Und deine Träume oder deine Visionen, die du für später hast, die schiebst du erstmal noch ein bisschen zur Seite, sondern es geht jetzt erstmal nur um dich. Und das ist gerade deine Aufgabe. Da kannst du hingucken. Da auch wieder, dass alles irgendwo einen passenden Zeitpunkt hat. Und diese Vision und diese Erfüllung deiner Träume genau zum passenden Zeitpunkt zu dir findet, wenn du bereit dafür bist. Das findet alles zu dir, wenn du dabei bleibst und wenn du da nicht so verbissen, so krampfhaft dran arbeitest, sondern wenn du darauf vertraust, dass das alles zum passenden Zeitpunkt kommt und wenn du darauf hörst, was dir dein Körper, dein Geist und deine Seele jetzt gerade in diesem Moment zeigen möchten. Dass du nicht so krampfhaft an diesen Zielen, an diesen Vorsätzen und an den Plänen festhältst, die du mal geschmiedet hast, sondern dass du eine Richtung kennst, dass du deinen Nordstern kennst, wo es so ungefähr hingehen soll, doch dass du nicht den kompletten Weg durchgetaktet geplant haben musst. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Navi, mit einem Handy-Navi. Du gibst dein Ziel ein, hast so eine ungefähre Route, so eine ungefähre Richtung, in die es gehen kann, doch was für Baustellen, für Umleitungen, für Staus auf dem Weg passieren, das weißt du nicht, das kannst du nicht planen. Und genau das ist eben das, was das Leben irgendwie spannend und besonders macht. Dass genau diese Baustellen dich vor neue Herausforderungen stellen und der Umgang mit diesen Baustellen, mit diesen Herausforderungen, daraus lernst du. Daraus nimmst du so viele wertvolle Erfahrungen für dich mit. Und deswegen kannst du gar nicht genau immer deine Route und deinen Weg, dein Ziel, deine Pläne, alles so durchgetaktet planen und dann genau so auf diesem Weg auch dahin fahren. Kenn deine Richtung und dann schau einfach, was auf diesem Weg alles passiert und sei offen dafür, nimm das an und wehr dich nicht dagegen. Weil wenn du im Stau stehst, Beispiel dazu, wenn du im Stau stehst,
dann löst sich der Stau nicht schneller auf, wenn du Widerstand leistest, wenn du dich darüber aufregst, dass die Ampel gerade rot ist. Bringt nichts. Konzentrier dich darauf, was du wirklich beeinflussen kannst und investiere deine Energie da rein. Was ist noch anders gelaufen als geplant? Wenn du, und ich bin da gerade auch schon ein bisschen drauf eingegangen, wenn du wirklich Bock auf irgendwas hast, wenn du wirklich Bock darauf hast, deinen Träumen zu folgen und deine Visionen zu verwirklichen, dafür loszugehen und dir dein Körper jedes Mal wieder sagt, nee, jetzt ist gerade nicht der passende Zeitpunkt dafür, immer wieder so eine Schmerzschelle gibt und dann diese innere Stimme natürlich auch wieder losgeht, diese Kritik, so, ist das wirklich das Richtige? Bist du sicher, dass das dein Weg ist? Möchtest du nicht nochmal dahin gehen und da vielleicht nochmal schauen und da gucken und hier und da und jenes? Und dann die Intuition aber wieder sagt, ja, na klar, natürlich ist das dein Weg. So, du spürst doch die Energie, du siehst doch, was das schon mit dem Menschen macht, du fühlst das doch, geh los dafür. Diese beiden Stimmen, die immer gegeneinander kämpfen, wie so ein Teufel und so ein Engelchen auf der Schulter. Das nagt an dir, das nagt wirklich an dir. Und da auch wieder der Impuls, erzwing nichts. Arbeite nicht so krampfhaft daran, sondern lass auch mal los. Lass auch einfach mal los. Weil je verbissener und je krampfhafter du genau an diesen Dingen festhältst und arbeitest, desto unzufriedener wirst du. Und desto länger wird es auch dauern, bis du diese Dinge wirklich erreichst, wenn du sie dann überhaupt erreichst. Wenn du einfach mal loslässt und ein bisschen Kontrolle abgibst, wenn du deine grobe Richtung kennst, doch das, was dir auf dem Weg eben passiert, auf dich zukommen lässt und Vertrauen daran hast, dass das alles irgendwie zum passenden Zeitpunkt in dein Leben kommt und du aber trotzdem dranbleibst, trotzdem weitermachst und diese Vision nicht wegen kleinen Umleitungen oder Baustellen komplett aufgibst, sondern wenn du dabei bleibst, aber auf eine entspannte Art und Weise, mit Leichtigkeit und auch Glück zulässt, dann wirst du das auch erreichen. Und dann ist das gar nicht so, dass du nur auf dieses Ziel hinarbeitest, sondern dass du in so kleinen Momenten schon ankommst. Dass du ankommst, ohne wirklich anzukommen. Und das ist das Glück im Moment. Und das ist super, super, super schön, das zu spüren. Wir sind wieder da. Welche Erfahrungen haben mich am stärksten geprägt? Um in diese Frage reinzustarten, vielleicht, wenn du jetzt gerade das Video bei YouTube schaust, erkennst du einen kleinen Wechsel in meinem Outfit und das hat einen Grund.